Was ist Scheinselbstständigkeit? Eine Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn ein Freelancer formal als Selbstständiger für ein Unternehmen tätig ist, in der Praxis aber wie ein Arbeitnehmer behandelt wird. Für Freelancer werden in der Praxis verschiedene Bezeichnungen verwendet. Gängig sind zum Beispiel die Begriffe freier Mitarbeiter oder Selbstständiger. Schauen wir uns erst einmal den grundsätzlichen Unterschied zwischen Arbeitnehmern und freien Mitarbeitern genauer an. Ein Arbeitnehmer ist abhängig beschäftigt, ein freier Mitarbeiter dagegen selbstständig. Der Arbeitnehmer hat einen Arbeitsvertrag, der freie Mitarbeiter einen Dienstvertrag oder Werkvertrag. Der Arbeitnehmer kann seine Tätigkeit nicht frei gestalten, sondern ist weisungsabhängig. Der Selbstständige ist frei in der Gestaltung seiner Arbeit. Arbeitszeit und Arbeitsort werden dem Arbeitnehmer vorgegeben, auch wenn viele Unternehmen heutzutage flexible Arbeitszeitmodelle und Remote Work ermöglichen, und er bekommt seine Arbeitsmittel vom Unternehmen gestellt. Der freie Mitarbeiter nutzt sein eigenes Equipment und kann Zeit und Ort der Tätigkeit in der Regel selbst wählen. Wenn ein Arbeitnehmer krank wird, erhält er für 6 Wochen weiter sein Gehalt. Für den Selbstständigen gibt es so etwas nicht. Ebenso erhalten Arbeitnehmer bei einer 5-Tage-Woche mindestens 20 Tage gesetzlich bezahlten Urlaub, vertraglich oft auch mehr. Ein freier Mitarbeiter bekommt dagegen nur dann ein Honorar, wenn er auch arbeitet. Für Arbeitnehmer gibt es einen Kündigungsschutz, für Freelancer gibt es diesen Schutz nicht. Und auch durch das Arbeitszeitgesetz werden Arbeitnehmer geschützt. Sie dürfen zum Beispiel in der Regel nur 8 Stunden pro Tag arbeiten und haben Anspruch auf Ruhezeiten. Für Selbstständige gilt das Gesetz nicht. Bei einem Scheinselbstständigen ist die Abgrenzung von einem Arbeitnehmer in der Praxis fließend. Er ist formal selbstständig, schreibt Rechnungen und erhält ein Honorar für seine Leistungen statt eines festen Gehalts. Doch gleichzeitig ist er in die Prozesse des Unternehmens eingebunden, arbeitet weisungsabhängig und es gibt praktisch kaum einen Unterschied zwischen ihm und den festangestellten Arbeitnehmern. Trotzdem erhält er zum Beispiel keinen bezahlten Urlaub, keine Entgeltvorzahlung bei Krankheit und keinen Kündigungsschutz. Diese Situation läuft dem Sozialstaatprinzip zuwider. Es liegt im Grunde eine abhängige Beschäftigung vor, aber es werden keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt und der Freelancer erhält nicht die Privilegien, die ihm eigentlich zustehen würden. Scheinselbstständigkeit wird daher im Ergebnis mit Schwarzarbeit gleichgestellt und bei Kontrollen überprüft. Welche Konsequenzen drohen, schauen wir uns in der nächsten Lektion an. Übrigens ist nicht jeder externe Mitarbeiter ein Freelancer mit einem Risiko für Scheinselbstständigkeit. Im Falle einer Arbeitnehmerüberlassung sind die externen Kräfte beim Verleihunternehmen angestellt. Sie haben also einen Arbeitgeber, der Sozialversicherungsbeiträge für sie bezahlt. In dieser Konstellation ist keine Scheinselbstständigkeit zu befürchten.